Schönen guten Tag. Hallo. Jetzt geht's weiter mit Piranha Becken TV. Wir sind 2 Piranhas, ja, und erzählen ein bisschen was über Spiele und so. Und die heutige Sendung heißt To Be Continued. Jetzt geht's weiter. Mhm. Womit denn? Zum Beispiel mit einer Spielereihe. Ah. Ja. Es gibt immer Fortsetzungen, ne? Gibt sowieso nur noch Fortsetzungen, hat man manchmal das Gefühl, ne? Oder? Oh, da würde ich jetzt drauf antworten wahrscheinlich, naja, es gibt aber auch eine Menge Neue Remakes Sachen, ne? momentan. Oh. auch, ja. Ja. Remakes, das stimmt, ja. Mhm. Das ist richtig. Ja, also natürlich gibt es alles, aber wie euch wahrscheinlich schon aufgefallen ist, machen wir sehr häufig Fortsetzungen. Ja, das tun wir, das ist richtig, ja. Wir fangen mal mit was Neuem an und dann machen wir Fortsetzungen. Mhm. Ja. Letztens, um das jetzt vielleicht mal hier so reinzuschieben, hat mal jemand als Community-Frage gefragt, ich weiß gar nicht, ob die da auch noch steht, sag mal, ist das eigentlich Absicht, dass ihr immer 3 Spiele hintereinander macht, die zu einer Reihe gehören? Und das fand ich ganz lustig, denn die Antwort darauf ist eigentlich nicht. Also ja, aber nein. Das ergibt sich irgendwie so, weil wir immer gerne, wenn wir uns eine Geschichte ausdenken, die dann meistens so groß ist, dass die gar nicht in ein Spiel passt. Das ist richtig, ja. Das heißt also, die Frage, ist das immer von langer Hand geplant? Mhm. Ja, muss man mit Jein beantworten, weil wir nie wissen, was als nächstes passiert. Ja. Das heißt also, wir nehmen uns vor, ja, so etwas tatsächlich dann auch weiter erzählbar zu machen, ja. Ich sag mal so, nach einem 3. Teil vielleicht jetzt nicht mehr so ganz vielleicht, ne, dann haben wir vielleicht ein bisschen Pulver verschossen und dann auch so eine Geschichte zu Ende erzählt, so richtig zu Ende, ja. Aber das heißt nicht, dass man da nicht weiter erzählen könnte oder sonst irgendwie solche Dinge, ne. Das ist immer so eine zweischneidige Sache. Auf der einen Seite möchte man alle Fragen beantworten, die dann noch offen sind, vor allem nach dem 3. Mal oder so, ne. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es natürlich dann schon irgendwie, naja, aber was ist denn, wenn wir mal noch einen 4. machen wollen oder so, ne? Oder nach einem 2. Teil noch einen 3. oder nach einem Spiel überhaupt noch mal eine Fortsetzung. Das heißt, diese Gedanken, die machen wir uns ständig. Das Ding ist, wir haben häufig gedacht, also bevor wir anfangen, eine neue Idee zu entwickeln, wie zum Beispiel die Elex-Idee, dann nimmt man sich nicht vor, so, wir entwickeln jetzt eine mehrere Teile-Reihe, sondern wir machen erstmal irgendwas, wo wir Bock drauf haben. Und während des Designprozesses ergibt sich das dann, dass es auf einmal größer ist, als man ursprünglich vielleicht gedacht hätte, dass es sein könnte. Das wäre eigentlich die richtige Antwort darauf. Also die Ideen, die kommen, während man es macht, ja, wie es weitergehen könnte. Ganz genau. Und die merkt man sich dann, die kommen auf einen Merkzettel, Ja. ne? Und dann schreibt man dann irgendwie 2. Teil, 3. Teil, 4., 5., 6. da dran, so, ne? Weitere Ideen und so weiter. Und die werden dann weitergesponnen. Dann macht man schon, während man das erste Spiel macht, sich irgendwie Gedanken darüber, wie würde denn jetzt ein 3, ein 4 oder ein 5 Teiler aussehen? Und dann lenkt man einige Dinge dann schon in diese Richtung. Ja. Gut, bei Gothic haben wir das, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Bei Risen genauso, ne? Und jetzt bei Elex 2 haben wir die Geschichte auch wieder weitererzählt, die wir da losgetreten haben. Bei Elex 1, ne, die war ja auch schon sehr komplex und hin und her und so weiter. Und es ist auch schon nötig, dass man offene Enden lässt, ja, damit man überhaupt irgendwas weitererzählt. To be continued. Wir haben bei Elex aber gerade im ersten Teil sehr viele Sachen viel frühzeitiger gewusst und festgelegt, als zum Beispiel bei Gothic, von denen wir dann wussten, dass sie noch nicht zu Ende erzählt sind. Ja. Und das hilft einem dann natürlich bei einer Fortsetzung etwas eher. Das ist richtig. Deswegen ist der 2. Teil von Elex 2 auch relativ nah dran an Elex. Ja. Das war bei Risen jetzt nicht unbedingt so. Da hat man sich viele Sachen, also da hat man natürlich Sachen wieder aufgegriffen und da gab es auch Hintergrundgeschichten, die man weitererzählen konnte, aber die waren nicht ganz so strikt festgelegt, sag ich mal, in Wikipedia oder so. In unserem Wikipedia. Intern. Ja. So, ne? Ja, genau. Also Design-Dokument sozusagen. Ne? Genau. Und, eine Wiki-Technik zu verwenden ist für uns immer irgendwie das Coolste, weil man kann sehr schnell Querverweise machen und so weiter. Also Seite 1 bla, funktioniert im Spielentwickeln nicht so gut. Wenn man so ein Buch hat oder eine Kladde oder so, da muss man schon irgendwie so ein lebendes Dokument haben. Und da ist Wiki sehr dankbar. Wir haben in dem Zusammenhang weniger als 100 Leute gefragt,
auf welche Fortsetzung habt ihr euch denn am meisten gefreut? Und die haben Folgendes gesagt. Ganz ehrlich, da bin ich eher im Bereich Film und Serien. Star Trek Picard. Gerade jetzt Staffel 3. Danke. Ja, das ist so das meiste, glaube ich, was ich am meisten gefeiert habe. Ich glaube jetzt, also Fortsetzung, ich glaube Elden Ring habe ich mich sehr gefreut, fand ich sehr. Elix 2 natürlich. Elix 2 natürlich. Ganz klare Fragen, natürlich. Ich habe Red Dead Redemption 2 sehr gefeiert, weil ich den ersten Teil total schön fand und fand den zweiten Teil dann auch ziemlich gut. Aber ich finde schon prinzipiell sind die ersten Teile, weil sie irgendwie so ganz neu in den Bereich reingehen und weil sie ein neues Thema verarbeiten, sind sie doch meistens stärker. Am meisten gefeiert habe ich tatsächlich das Remake von Final Fantasy VII. Die haben ganz schön viel Liebe reingesteckt. Es spielt sich gut, es fühlt sich gut an. Also das war schon etwas, darauf haben wir jetzt so ein paar Jahrzehnte gewartet. Ja, ich habe mal hier so rumdrapiert, ja, welche Spiele, Fortsetzungen ich so toll fand, ja. Und also da haben wir einmal Lens of Lore, ja, habe ich hier mal drapiert so, ne? Lens of Lore war schon die 90 Grad Dungeon Crawler Dinger Rollenspiele damals fand ich schon richtig gut und den zweiten Teil fand ich auch richtig klasse und über diesen hier habe ich mir am meisten gefreut und den fand ich auch tatsächlich am besten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Lens of Lore 3 ist auch gut zu Old Game, ne, sag ich mal. Ja, kann man das weiterempfehlen, heute noch zu spielen? Ich weiß es nicht, aber darauf habe ich mich am meisten gefreut. Worüber ich mich auch sehr gefreut habe, ist Magic Carpet. Das habe ich auch wieder angefangen zu spielen, gerade muss ich sagen. Ich habe es mir gerade runtergeladen, ja? Den zweiten Teil von Magic Carpet, ja, um mir das nochmal anzugucken und so. Boah, ne, das ist schon... Alter. Ja, ne, also die Maus ist eigentlich falsch rum. Ich müsste eigentlich den Joystick und ich würde gerne das irgendwie, egal, aber Magic Carpet 2 war eins und jegliche Fortsetzung von irgendwelchen Indiana Jones Spielen. Na, seit hier das mit dem Heiligen Gral, ne, dieses Adventure von LucasArts und danach kam Fate of Atlantis, habe ich jede Fortsetzung, also, ne, neues Spiel von Indiana Jones immer gesuchtet und immer gespielt, wie ein Wahnsinniger, ja. Wobei mir bei der Recherche dann auch aufgefallen ist, dass es häufig so ist. Also, man hat ja immer so im Bauch, naja gut, wenn du jetzt irgendwie was Neues erfindest, so der erste Teil, der ist immer über jeden Zweifel erhaben. Aber häufig ist das auch nicht so. Häufig ist es tatsächlich irgendeine Fortsetzung, die dann doch der Liebling von irgendwas ist. Mhm. Und also mein Lieblings-Monkey Island war Monkey Island 2. Ne, das haben auch sehr viele Leute gesagt, dass das so ist. Oder bei unseren Spielen sagen die Leute am häufigsten Gothic 2. Am besten noch mit Add-on, die Nacht des Raben. Ist was so, auch eine Fortsetzung von einer Fortsetzung ist. Ne? Genau, das heißt so, das ist so häufig tatsächlich, ne? Es gibt natürlich dann auch diejenigen, die sagen, nein, ich mag den ersten Teil am liebsten und so Sachen. Aber auch in anderen Spielereien ist das tatsächlich häufig vertreten, dass dieses Phänomen, dass man etwas nimmt, was man schon hat und daraus erwächst dann etwas, was weiß ich, dass man die Tugenden irgendwie weiterentwickelt und sagt, Mensch, cool, da hätte ich ja gar nicht mit gerechnet und das kann das jetzt auch oder das ist ja spannend zu Ende erzählt oder so weiter und das entwickelt sich dann irgendwie zu so einem Highlight. Witcher 3 ist ohne Ende erfolgreich. Ich kenne sehr viele Menschen, die haben die ersten beiden Teile nicht mal gespielt, aber Witcher 3 ist total über jeden Zweifel erhaben. Ja, das war großartig. Und dieses Phänomen besteht tatsächlich. Du hast hier auch noch aufgeschrieben Beispiele noch, ne? Ich habe ein paar Beispiele genannt, die ich toll fand. Ja. Und du hast hier erfolgreiche Fortsetzungen. Witcher 3 hast du gesagt? Ja. Doom 3 war sehr erfolgreich, war auch technisch sehr innovativ damals. Ne? Die haben nämlich dieses alte Spielprinzip auf ein neues Level gehievt. Und deswegen war das damals so klasse. Ne? Ja. Also wenn ich überlege, dass das heute noch gut aussieht, ne? Obwohl das so alt ist, das ist also extrem bemerkenswert. Haben auch extrem viele Menschen dran gearbeitet. Ja, ne? also genauso an Fallout 3. Was die gemacht haben, ist, dass die das Fallout
Fallout 1 und 2 irgendwie auf die 3D-Welt gehievt haben und dann kannst du sogar mit Mini-Atombomben rumballern und solche Dinge. Also das war schon. Und Fallout 4 war im Grunde genommen sehr ähnlich, sehr nah dran, mit ein paar Weiterentwicklungen. Ja. Ne? Wahnsinn. Ja. Spiele ich heute noch teilweise. Also das ist wirklich ganz großartig. Half-Life 2. Ja. Ne, muss ich nichts zu sagen. Muss keiner was zu sagen. Ne? Ist einfach, die ganze Welt wartet auf den dritten Teil. Und na gut, Alyx war gut. Ne? Also das war toll. Wird auch als irgendwie so, aber nee, nicht bloß schlecht, ne? nicht. Ja, ist da, Es darf ist man halt nicht sagen. Eine So, Reihe, so, ne? ist halt ein cooles VR-Projekt und da macht das alles richtig so. Ja. Baldur's Gate 2. War auch toll. Ne? Also der erste Teil war super, der zweite war noch besser. Dann, was ist das? Lu 2. Last of Us ist mega erfolgreich, nicht unumstritten. Ne? Ach. Wir haben es mal öfter erwähnt hier, Ja. ne? Weil wir heute auch sehr oft drüber diskutiert haben. Aber mega erfolgreich sieht man ja jetzt zum Beispiel an der Serienverfilmung. Ja. Das ist schon. Die machen einiges krass. richtig, offensichtlich. So, The Dark Knight, klar. Ne? Also Genau, du ich redest hab- jetzt so ein Film. Genau, ne? ich habe so. jetzt ein bisschen die Filme mit dazu Ja. genommen, weil ich das irgendwie interessant finde, dass es in dem Filmbereich halt ähnlich läuft. Das ist auch so, ne? Der zweite Teil, The Dark Knight, also Batman Begins war der erste, The Dark Knight war der zweite, den finde ich sogar noch besser als den ersten. Warum? Wegen Joker. Die meisten, Boah. den meisten geht das so. Dieser Ja. Heath Ledger Joker ist auch der beliebteste nach wie vor. War auch super gespielt, muss man einfach mal so sagen. Und ist den Leuten dann natürlich auch hängen geblieben. Ja. War einfach toll. Unbedingt. Ja. Dory hast du da stehen. Das ist Genau, Findet Nemo. Teil 2 Ja, gibt es findet auch eine Dory. Diskussion. Ich habe mal auch eine Umfrage gesehen, wo viele gesagt haben, sie fanden tatsächlich Dory sogar noch besser, weil die Geschichte so schön erzählt wird. Ja. Also das war auch extrem lustig, der Film, muss man dazu sagen. Der erste ist natürlich auch toll. Das eine widerspricht nicht immer dem anderen, ja. Aber es ist eine schöne Idee, wie man eine Geschichte zum Positiven weitererzählen kann, ja. Unbedingt. Was haben wir da noch? Star Wars? Ja gut, ne? Da stecken wir jetzt drin. Disney haut einen am anderen raus. Auch alles nicht unumstritten, ne? Aber ich find's super. Terminator 2 hast du da stehen. Ja. Ja, wird auch gehandelt als der Beste. Ja, ist Ne? richtig. Ist tatsächlich so. Bei Star Wars ist auch der zweite Genau. oft genannt, deswegen steht der auch hier. Das hättest du Deswegen- vielleicht auch ja, genau. Ne? Ja gut, ich hätte natürlich Episode Und jetzt kommt nicht gemachte Fortsetzungen. gemochte. Nicht gemochte. Ja. Oh, das ist aber nett formuliert, ja. Ich habe gedacht, wie kann ich das denn? Also es gibt viel umstrittene Spiele, wo Leute natürlich auch sagen, warum haben sie das denn jetzt gemacht? Da habe ich mich ein bisschen natürlich irgendwie, weil die Kollegen es mit Sicherheit auch gut gemeint haben, nett ausgedrückt. Aber sehr viel diskutiert wurde über den neuen Teil von Duke Nukem. Ja. Was natürlich auch daran lag, wenn man für eine Fortsetzung... Duke und das- Nukem Forever heißt das Ding. Forever, genau. Genau. Duke Nukem Forever. Wenn man für eine Fortsetzung zu lange braucht, kann es sein, dass sie sich selbst überholt. Ja. Und mitunter dieses Phänomen ist diesem Titel auf jeden Fall passiert. Wahrscheinlich ist das auch einer der Gründe, warum viele erwartete zweite Teile gar nicht erscheinen. Ja, dass viele Leute dann sagen, ja, könnte doch mal, soll doch mal irgendwie und dann auf einmal, ne? Übrigens nicht verwechseln mit dem Umkehrschluss, dass man sagt, wenn Duke Nukem Forever jetzt früher rausgekommen wäre, ja, wäre das erfolgreicher gewesen. Das haben wir nicht gesagt. Nee. So, ja. Es wäre dann auch ein anderes Spiel gewesen. Das, Ja, also das man immer kann schauen. auch, ne, Ja. wie man zum Beispiel an Doom sieht, irgendwie, wenn man eine Sache nochmal neu erfindet, irgendwie sie auch 20 Jahre später nochmal weiter erzählen. Das kann richtig cool sein, wie bei einigen Beispielen, die wir gerade genannt haben. Aber dann sollte man sie zumindest dahingehend vielleicht auch designen. Das heißt, wenn ich anfange, ein Spiel zu designen und das umsetze und dann für die Umsetzung viel länger brauche, dann habe ich das Problem, dass erstens die Technik mich überholt. Ja, das heißt, irgendwann habe ich mit einer Technik angefangen, die zum Zeitpunkt, wo das Spiel dann rauskommt, irgendwie, was weiß ich, wenn ich 5, 7 Jahre an einer Sache entwickle, dann ist die Technik weitergegangen, dann muss man eigentlich sein ganzes Spiel nochmal während des Prozesses neu machen und dann wird's erstens exorbitant teuer und zweitens wird's vielleicht dann auch nicht mehr so gut, vielleicht. Ja, also muss man wirklich aufpassen, bleibe ich in meiner Planung, wie lange brauche ich dann wirklich, was soll es werden und dann kann das auch was geben.
Und dann hast du noch Resi 6 da stehen. Genau. Resident Evil. Genau. Resident Evil ist eine fantastische Reihe Ja. und die haben jetzt ganz brandaktuell auch so eine, wir machen unsere alten Teile nochmal neue Geschichte am Laufen. Jetzt ganz aktuell Resident Evil 4. Wird extrem viel gespielt und ist super erfolgreich, aber auch die neuen Teile, wie zum Beispiel Resident Evil 8, kommen extrem gut an. Und der Sechser ist der unbeliebteste. Also der Fünfer war schon so, wo die Leute gesagt haben, na ja. Und der Sechser war in der gesamten Reihe in Umfragen der unbeliebteste, weil er, ja, ich hätte jetzt fast gesagt, aus der Reihe fällt. Ja, ich hatte eben Indiana Jones genannt. Da waren auch viele Spiele, die ähnlich waren und andere, die dann anders waren. Einige waren mehr so Rook-like, die waren super schwer. Andere waren mehr so Adventure-like, dass man es einfach super easy hatte und so weiter. Das sind auch sehr viel unterschiedliche Genres vermixt worden und da muss man nicht unbedingt alles gut finden. Das ist halt, ne? Und da bei Resident Evil 6 ist da auch so ein bisschen am Spiel Genre rumgezerrt worden, ne? Und das ist dann nicht unbedingt jedermanns Sache, dass auch eine Fortsetzung dann irgendwo auch gewisse Sachen erwartet werden. So ist das. Ne? Obwohl an Resident Evil 4 haben sie auch sehr viel rumgeschraubt. Ne? Ja. Das ist nicht einfach eine 1:1 Remake, sondern da ist schon sehr viel da passiert. Ne? Ja. Ja, das heißt, man muss noch mal ein bisschen aufpassen, irgendwie, was wird denn erwartet? Und wenn ich etwas anderes machen will, als erwartet wird, dass man es vielleicht im Marketing dann vorher auch entsprechend verkauft und dass es dann natürlich dann auch am besten sitzt. Genau. Ja. Gut, hast du eine Community-Frage? Bestimmt. Die Frage ist, habt ihr euch bei den Alps aus Elex 1 und 2 an den Mandalorianern aus Star Wars orientiert? In Klammern, gab ja auch einen Comic vorher schon. Nein. Nein, bei den Alps eher, das ist eine Mischung aus Elben, der Necron aus Feuer und Eis, diesem damaligen Comic, ja, es gab so eine Comic-Verfilmung, die hieß Feuer und Eis mit Necron, diesem Zauberer, der hat lange weiße Haare und schiebt immer die Eisgletscher irgendwie immer weiter in das Land des Feuers und so weiter und dann kommt es dann zum Clash zwischen Feuer und Eis und so. Dann ganz klar die Sturmtruppler, Star Wars Sturmtruppler mit Darth Vader und so weiter. Das heißt also die Elexitoren, das sind die Anführer der Alps sind so mehr so die Sith Lords angelehnten Typen, die ihre Sturmtruppen in die Gegend und so. Und wenn man sich die anguckt, sind die da auch von inspiriert worden, die Soldaten, die Alpsoldaten, eher daher so eine Mischung. Ja. Und die Mandalorianer hatte ich jetzt nicht so im Kopf dabei, nein. Aber ja, da sind ein paar Parallelen, das ist richtig. Ja. Gut, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Piranhabecken TV. Genau. Vielen Dank. Bis dann. Ja, muss man immer gucken, ne? Was ist immer als erstes da und wovon lässt man sich inspirieren? Vielleicht hätten wir uns davon inspirieren lassen. Ja, wenn es mehr auf dem Schirm gewesen wäre, durchaus möglich. Ja.